Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Wir machen den Brief von deinem Leben. Ich nehme dazu die Golden Magic Lennies von der Gabi Mokros und ich bin gespannt, was das Leben uns hier mitteilen will. Alle Infos zu mir, meiner Person, findest du unten in der Infobox des Videos. Da sind auch die Angebote des Monats drin. Hier oben blende ich immer ein, welche Videos du verpasst hast. Besuch mich auch gern auf meinem Zweitkanal oder auf dem Member-Bereich, wo ich oft Sternzeichen oder Elemente drehe, als kleines Special oder auch mal Wunschlegungen mache. Ja, was gibt es noch zu sagen? Montags bin ich immer auf dem Astrolymp-Kanal zu sehen und meine Sendezeiten sind Dienstag, Freitag und Sonntag 19 Uhr. So, was möchte uns das Leben mitteilen? Ich bin gespannt. Die erste Karte ist gefallen, ja. Hier geht es um unsere Sehnsüchte, um das Weiterkommen. Und hier fällt gleich die Sonne daneben, ne? Hier ist es so, dass sich ein Weiterkommen zeigt, das sehr energievoll unter einem guten Stern und mit einem Go steht. Für einen oder anderen kann das Leben vielleicht auch sagen, hey, guck mal wieder auf deine Wünsche, Träume, Sehnsüchte, was davon lässt sich realisieren. Für die einen oder anderen mag das mit Sicherheit sogar eine Reise sein. Hier speziell in diesem Fall kann es natürlich auch sein, dass es, dass es allgemein gemeint ist, ne? Unternehme mal was, geh mal raus, geh auf die Reise für dein Leben und schau, was dich hier mit positiver Energie erfüllt. Für die einen oder anderen habe ich hier Harmonie liegen. Das hat mit einem Gegenüber zu tun, mit einer Partnerschaft. Vielleicht haben auch viele jetzt gerade extrem den Wunsch, sich mal irgendwie anlehnen zu können, in partnerschaftlichen Dingen voranzukommen. Ja, im Haus des Hauses liegt hier das Familienleben drin, das Umfeld, Beziehungen, die sich hier auch gut gestalten. Wir haben hier den Mann im Haus des Schiffes, die Sonne nebendran. Für viele kann vielleicht auch sein, dass sie irgendwo auf einer kleinen Reise oder Unternehmung jemanden kennenlernen. Wir haben die Distanz, das Ausland, das weiter weg sein, aber es sieht sehr schön aus. Wenn ich die Fragestellung stelle, was möchte uns das Leben sagen, und ich habe die Harmoniekarte, die Familienkarte im Hause des Hauses drin. Da geht es wirklich für mich darum, dass man sich wohlfühlt an dem Ort, wo man ist, dass man Harmonie verspürt, dass man das Alltagsglück sieht, ja, dass man einfach so geborgen ist mit dem, was man hat und trotzdem auch noch weitere Wünsche hat. Also, dass man sich wieder auf die Reise macht. 2, 4, 6, 7, 8. Die Sterne stehen Kopf. Vielleicht ist dir gerade nicht so klar, wo die Reise des Lebens oder das Bötchen des Lebens dich hinnehmen möchte, mit hinnehmen möchte. Allerdings solltest du diesen Gedanken verlassen, denn da, wo jetzt Verstrickung ist oder Unklarheit, haben wir hier die Beendigung und das Doppelt. Der Sarg liegt im Hause des Sarges. Das heißt natürlich auch, das, was stagnierend oder zäh ist, wird hier beendet und kommt hier in der Spiegelung wieder in Fahrt. Hier liegt eine kleine Aufforderung, ne? Es geht im Prinzip bei diesem Brief vom Leben um deine Wurzel, um dein Wachstum, um deine Beständigkeit. Und wo andere dir Beständigkeit entgegenbringen. Und ich habe tatsächlich, dass du hier mit ein bisschen Glück rechnen darfst. Also hier sind wirklich so dieses, was man den guten Zufall nennt. Das Leben hat einige Überraschungen für dich parat, die dich sehr geerdet machen oder auch die sich gut anfühlen, ja? Wo man wieder mal das Glück so aus den Augen oder aus dem Gesicht lachen kann.
Hier liegt im Haus des Klees die Sonne drin. Der Klee liegt hier im Haus des Baumes. Also hier geht es A um das kleine Glück, B aber auch um das große Glück. Ne? Das, was du im Alltag, im Leben so präsentiert kriegst, wo kommt deine Harmonie her? Und hier dann aber auch wieder die großen Wünsche, also stell dich nicht klein, komm aus deiner Stagnation wieder in Fahrt. Wir haben die Blumen im Haus der Blumen drin. Ne? Also hier ist wirklich eine sehr gute Geschenksenergie. In der Korrespondenz haben wir hier noch die Sonne auf den Blumen drauf. Hier kommt Wachstum, hier kommt Energie. Es sieht wirklich so aus, als nimmt die Lebensreise wieder Fahrt auf. Das kann für viele tatsächlich so eine Sehnsucht nach einem Partner sein, nach einer harmonischen Umgebung oder Familiensituation. Und wir gucken hier direkt auf die Blumen drauf. Das heißt, hier werden die Wünsche auch erfüllt. Wir selber liegen im Haus der Sense. Da ist so ein bisschen dieses Verletztsein, dieses Abgeschnittensein von irgendwas. Dennoch zugleich können wir hier das, was an uns nagt oder Energie gekostet hat, sehr schön hinter uns lassen. Konflikte beenden. Ob das jetzt in Partnerschaften ist oder mit irgendwelchen Menschen oder Situationen, ist ja immer unterschiedlich. Aber hier geht es wirklich ums Vorwärtsblicken, um wieder auf Spur und Kurs zu kommen. Ja, das ist auch sehr interessant. Ich sehe hier, dass das Leben uns wirklich schicksalshafte Neubeginne präsentiert. Das heißt auch so, man geht von einer Phase in die nächste. Hier sind die Wege sehr kurz. Hier sind glückliche Zufälle, Wenden im Leben, die Veränderung mitbringen, die es dir ermöglichen, ein Kreuz abzulegen. Das kann ja schon eine familiäre Belastung sein oder irgendetwas, wo du Disharmonie verspürt hast oder dich alleine gefühlt hast. Denn genau dieser Rückzug wird hier aufgelöst. Zeig dich wieder, komm aus deinem Türmchen raus, spüre die Liebe und die Leidenschaft zum Leben und lass dich vom Außen nicht hindern. Ja? Wir können das Außen nicht kontrollieren, das wissen wir alle. Dennoch macht es mit einem oder anderem was. Und ich glaube, dieser Brief des Lebens sagt einfach schon jetzt zentral aus, lass dich davon nicht stören, dein Leben zu leben. Hier liegt die Liebe, die Leidenschaft zum Leben tatsächlich unter einem guten Stern. Wir selber spiegeln uns damit. Und vielleicht mal mögen sich die Veränderungen noch komisch anfühlen oder die Richtung ist noch nicht so ganz sichtbar, die jeder für sich selber hat. Aber es wird definitiv hier möglich sein, Zweifel aufzulösen. Und hier haben wir den Schlüssel zum Herzen, zu allen Herzensangelegenheiten. Auch sehr schön, das Herz dieses Briefes sagt uns, dass, ja, da muss ich jetzt direkt mal gucken, ob ich einen Kuli habe, habe ich natürlich wieder nicht. Also wenn ich hier ein Herz drum malen würde, dann wäre so ein Punkt, der uns am Herzen liegt vielleicht, dass wir hier im Haus des Berges drin immer wieder die Verstrickungen haben. Irgendwie wurde uns das in die Wiege vielleicht schon mitgelegt, ein Zyklus, der sich ewig wiederholt hat. Ein Kreuz, das man auch damit irgendwo hatte, wo man vielleicht auch schon oft gedacht hat, mir geht hier die Luft aus. Ich weiß nicht, wie das überhaupt drehen kann. Und jetzt ist eben wunderbar, hier sieht man die Veränderung drauf, auch bei allem, das irgendwie immer viel Stress und Unruhe mitgebracht hat. Und die Sense haut hier in die Schlange und gleichzeitig in das Kreuz. Und das Gute ist, wir können hier tatsächlich eine Kurskorrektur vornehmen. Und die Verstrickung hier beenden, vielleicht auch schneller als man denkt. Und der Einfluss kommt nicht von uns. Der ist schicksalshaft, der kommt von außen, der kommt von da, wo du das nicht erwartest. Der Sarg beendet hier Stagnation oder nicht vorwärtskommen. Hier haben wir gleich beide Eltern mit am Start.
Also definitiv auch das Elternpaar an dieser schicksalshaften Situation dran. Und ich denke, hier gibt es eine große Chance, das Umfeld zu mehr Harmonie umzuwandeln oder es so zu empfinden. Das eine ist, dass man irgendwo ist, das andere ist, wie fühlt man sich da. Gut, dann habe ich Möglichkeiten tatsächlich bei allen Herzensangelegenheiten, ob das jetzt Liebe oder Beziehung ist oder die eigene Herzenskraft, dass man wieder aus der Phase rausgeht, wo man die Wahl nicht hat. Ja? Hier hat man eindeutig wieder eine Wahl, man kann Entscheidungen treffen, man kann Möglichkeiten beim Schopfe nehmen, man kann etwas greifen und ihr kennt es, wenn ihr nicht die Wahl habt, dann wird es schwierig, dann hast du eine Konsequenz und die musst du eben durchleben und da eine Chance rauszufinden, ist wahrscheinlich schwierig, aber wenn hier wieder eine Wahl entsteht, auch mehr die eigene Größe, die Kraft und die Leidenschaft im Leben zu entdecken, die hier im Übrigen mit dem Schlüssel in einem vollen Erfolg endet, dann ist das eine große Sache. Ja, hier habe ich im Haus des Herzens den Brief drin. Der Brief korrespondiert mit den Blumen. Hier wird etwas auskommuniziert. Hier spricht man über Dinge, man spricht vielleicht auch über Sachen, die einem am Herzen liegen, die bisher Wachstum verhindert haben, weil der Weg nicht frei war. Und ich habe so das Gefühl, dass bei einem oder anderen sich Menschen mit auf den Weg machen, die hier zündende Gedanken mitbringen, sogenannte Schicksalspartner auch. Das können Freunde sein, das können wegen mir auch Geschäftspartner sein, aber ich sehe, dass ihr dass viele von uns die Möglichkeit haben, einen Rat vom Außen zu kriegen, der sehr beeindruckend ist und auf den wir auch vertrauen können. Der Weg führt hier dazu, die eigene Größe wieder zu leben. Der Ring liegt im Haus des Ringes. Das bedeutet für mich auch, hier geht es um alles, was verbindlich ist, was Verträge angeht, das Beziehungsleben an sich. Vielleicht auch um bestimmte Kreisläufe, die enden hier in der Korrespondenz natürlich wieder mit dem Sarg, was bedeutet, und da werden auch Kreisläufe beendet. Wir selber sind auch mit dem Ring verbunden. Und irgendwie scheint es um die Qualität zu gehen, die bisher sich nicht harmonisch angefühlt hat, wo irgendwie was war, aber das war halt. Ne? Man hat es nicht erlebt, sondern man hat es einfach so genommen. Das Verbundensein, das Ankommen, dieses, ich fühle mich zu Hause, ich bin hier richtig an meinem Platz. Dann habe ich für viele noch im Brief des Lebens diesmal das Berufliche drin. Hier geht es vielleicht auch darum, mehr die Berufung zu leben, sich nicht abzurackern für Dinge, die Kraft kosten, aber nichts bringen. Und ich habe hier sehr viel gute berufliche Chancen hier, die weniger Stress mitbringen. Die Berufskarte hat hier den Ring mit dran. Es geht um verbindliche Sachen, die mit Erfolg und Sicherheit gekrönt sind. Hier auch mit der Chance, ein berufliches Geschenk zu erwarten. Das ist immer was, mit dem wir nicht rechnen. Hier die Berufskarte mit der Sonne in der Korrespondenz mit den Sternen, also wunderbar. Hier gibt es noch was sehr bezeichnend ist. Und zwar zeigt sich hier ein Konflikt, der liegt in unserem Haus. Und diesen Konflikt haben wir mit dem Thema Geld, Werte, Besitz. Ja? Das kann das Geld der anderen mit sein. Beispiel, dein Mann verliert den Job. Und jetzt bist du an der Reihe zu versorgen und du fühlst dich ausgebrannt. Das ist nur ein Beispiel, ne? Wenn ich sage, das Geld der anderen. Oder eben auch irgendwelche versorgenden Dinge, die man hier sieht, die man schon aus den Kinderschuhen kennt.
Und da tatsächlich liegt irgendwo ein Konflikt, den man mit sich selber hat. Und ich habe hier tatsächlich, dass man das auf dem kurzen Weg in die Harmonie bringt, durch Aussprache, durch die Möglichkeiten, die das Leben dir mit auf den Weg gibt, etwas zu verändern. Das Leben möchte an sich hier, dass du nicht so viel Energie verschwendest, um Konflikte zu nähren, um Stress zu empfinden bei dem Thema Geld, Beruf, Leben, sondern hier ist wirklich dieses, sehe die Dinge wieder positiv, es gibt Aufklärung, treffe Herzensentscheidungen. Ich habe für mich vom Leben gelernt, wenn du mutig bist, ja? Wenn du mutig bist, belohnt dich das Leben. Also wenn du irgendwo sagst, ich lebe meine Herzensweisheit oder meine Herzenssehnsucht und lasse mich nicht abbringen vom Außen oder von irgendwelchen Menschen, die hier mit eine Rolle spielen oder von irgendwelchem karmischen, ich nenne es jetzt mal System, ich wollte eigentlich Müll sagen, dann kriegst du vom Leben immer auch was zurück, ob das jetzt Zeit ist oder Geld oder Harmonie oder Erleichterung, mag unterschiedlich sein. So, dann haben wir hier tatsächlich nochmal Neubeginne. Die haben einsteils mit partnerschaftlichen Situationen zu tun. Andererseits haben wir hier im Haus des Schicksals das Haus drin. Hier betrifft es das ganze Umfeld. Ja? Im Haus der Neubeginne liegt das Karma-Kreuz drin. Also hier scheint eine Periode zu entstehen, wo man wieder auf Kurs ist, würde ich sagen. Wo man auf Fahrt ist, wo man Entscheidungen trifft, wo man sich bewusst für etwas entscheidet. Ich habe... Nochmal, wir haben hier den Konflikt mit dem Geld irgendwo. Den haben wir natürlich alle, weil wir das Außen ja nicht abstellen können. Aber ich habe hier mit dem Hund im Hause des Geldes, die Finanzen bleiben dir treu. Der Konflikt ist oftmals durch irgendwas, das sich gerade umstrukturiert und deshalb Fluktuation irgendwo entsteht. Ich habe auch hier die Möglichkeit, mit dem Klee auf dem Geld, irgendwie das Geld anzutreten in kleineren Bereichen, aber auch das Glück damit. Ne? Hier liegt Geld, das liegt noch im Verborgenen, das ist nicht sichtbar, wo es herkommen kann. Es kann über den Beruf sein oder über irgendetwas, das sich jetzt noch nicht so richtig zeigt und innerhalb der Familien schlummert. Möglicherweise, weil ich hatte ja hier schon gesagt, hier ist das Geld der anderen zu sehen, hast du hier irgendein Kind, das du unterstützt mit Geld oder das irgendwie finanzielle Unterstützung braucht. Hier in dem Fall ist es eine gute Investition. Es kann natürlich auch andersrum sein, ne? Dass ein Kind dich unterstützt oder dir was zugutekommen lässt. Ich habe aber zugleich auch, wenn ich jetzt alles mal ausdeute, dass die Möglichkeit besteht, mit einem Berufskollegen, mit einem beruflichen Freund, mit einem beruflichen Partner, hier irgendetwas zu Geld zu generieren, was dann allen wieder dient. Im Hause des Berufes habe ich das Buch drin. Ne? Hier liegt der Beruf im Haus des Buches. Also hier kommt Wissen auf, hier kann es vielleicht auch tatsächlich um das Thema Wissen gehen. Vielleicht geht es auch speziell um Buchhaltungsdinge, ne? Dass man sich damit beschäftigen soll, wo sind die Einnahmen, wo sind die Ausgaben. Aber ich glaube einfach, da gehen noch spezielle Dinge auf. Die zeigen sich erst noch, das ist noch nicht so richtig greifbar, aber wenn die greifbar sind, dann zeigt sich dir hier das Wissen wieder mit dem Glück zusammen und hier mit der Harmonie in der Korrespondenz zeigt sich wirklich etwas Gutes, wo du dich auch wieder sehr gut selber mit zeigen kannst und vorankommst. Ich habe so das Gefühl, dass das Leben dir auch hilft, so restlichen
wie darf ich das nennen, also so rechtlichen Familiengeheimnissen auf die Spur zu kommen. Deine Seele hat noch irgendetwas, was so nicht so ganz greifbar wahr ist, aber du hast die Möglichkeit, du hast es auch schon erarbeitet, da jetzt ranzukommen, speziell. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir belassen es mal dabei. Also macht euch auf, setzt euer Segel, das Bötchen soll wieder in Fahrt kommen und lebt eure Sehnsüchte, egal was außen ist. In kleinerem ist immer irgendwas machbar oder auch verwirklichbar. Lass dich nicht ausbremsen. Wir nehmen noch einen Glücksimpuls dazu. Ja, der sagt ja, Amos Pfeil wird dich treffen. Das hatten wir hier schon. Da kommt wieder mehr Leidenschaft. Da können sich partnerschaftliche Dinge verändern. Sieht man auch hier, ne? Im Haus der Ringe auch. Und an sich geht es darum, alles zu lieben, was man so hat, die Geschenke des Lebens mitzunehmen. Und dieser spezielle Brief sagt ja auch, hier kommt eine finanzielle Erleichterung. Ja? Gut, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Ich drücke euch. Bis bald.